Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wer mich schon länger verfolgt, wird bemerkt haben, an diesem See war ich schon. Aber um diesen See soll es heute gar nicht gehen. Hinter mir ist nämlich der Selentersee. Dort bin ich rumgewandert und habe etwas geflucht über diesen Wanderweg. Wen das interessiert, ich werde das Video natürlich oben verlinken. Dieser See gehört nämlich zu der Iron Lake Challenge und es ist der zweitgrößte See in Schleswig-Holstein. Heute wollen wir aber mal um die andere Richtung umlaufen, um Fresendorf und Wentorf. Diese Route hat sich Liz ausgesucht. Mal sehen, wie sie ist. Ich hoffe, sie wird nicht so schlimm wie um den Selentersee. Also, wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr mitkommt. Und wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich gleich ein kostenloses Abo hinterlassen. Aber lasst uns mal losgehen. Nach 3 Kilometern haben wir jetzt mal die Landstraße verlassen. Ich habe euch ja gezeigt, zuerst sind wir durch Fresendorf gekommen, unten am Gut Klamp vorbei. Das Gut Klamp zum Beispiel steht in der Liste der historischen Orte oder historischen Denkmäler. Aber bis jetzt habe ich noch nichts weiter darüber rausgefunden. Falls ich noch was rausfinden sollte oder Liz, werde ich es natürlich euch unten hier reinschreiben. Weil wenn schon ein solches Gut in einer bestimmten Liste drin steht, sollte es wohl interessant sein. Also nicht, dass ich immer von Liz rede, dass sie mit bei ist. Also sie ist immer sehr selten zu sehen. Darum habe ich sie mal mit eingespielt. Eigentlich ist ja Liz schüchtern.
Wir sind auf der Zielgeraden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zielgerade, also der Weg. Wir sind jetzt hier auf einem Radweg. Ist noch 2 Kilometer lang. Also immer schön kerzengerade. Die Wanderung, ja, ich glaube, besser wäre es gewesen mit dem Fahrrad, weil doch sehr viel Asphalt unter den Füßen ist. Aber dafür ist die Landschaft sehr schön und abwechslungsreich. Hier kann man übrigens auch sehen, wenn man in die Ferne guckt, warum das hier Holsteinische Schweiz heißt. Man hat auch einige Rastmöglichkeiten hier gehabt, wie Bänke, Bushaltestellen. Mit der Versorgung war es nicht so, also man hatte eher keine Cafés oder sowas gesehen. Da muss man sich schon selber versorgen, aber das macht ihr ja am meisten auch selbst. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und dass Liz auch mit dabei war mal wieder. Ich musste nicht alleine durch die Gegend wandern und sie hat sich eigentlich auch ziemlich gut geschlagen. Ist eigentlich nicht so ihr Hobby, wild durch die Gegend zu rennen, so wie ich. Das war mal nichts aus der Iron Lake Challenge, aber ich verlinke euch mal die Playliste oben dazu. Dort sind einige Seen, die ich schon umrundet habe, drinne verlinkt. Wenn euch das interessiert, packe ich auch unten den Link zu der Iron Lake Challenge. Sie ist eigentlich weltweit, wo man immer wieder Seen umrunden kann. Es gibt auch ein sogenanntes Endlos-Abo, wo man immer wieder Seen umrunden kann. Und dann gibt es auch Medaillen, meine bei 50 Seenumrundung und bei 100 Seenumrundung. Dann heißt es für mich wieder zu sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!